Klatschen. Jetzt haben beide was in der Hand. Hi zusammen, ich bin der Flo von Bike24. Wir sind heute draußen in der Natur und bei mir ist Alex Stark, TechRap von Bosch. Uns geht es darum, heute mal ein bisschen die neue Generation des Bosch-Motors, des CX-Line vorzustellen, die für das Modelljahr 2020 erschienen ist. Und dazu hat uns Alex mal ein paar Anschauungsgegenstände auch mitgebracht. Servus, Ja, Alex. servus, hallo erstmal. Genau, du hast gerade den alten Bosch Performance Line CX, den es mittlerweile seit 7 Jahren gibt, Okay. in der Hand. Und ich habe hier den neuen Motor in der Hand. Genau, wie wir schon unschwer erkennen können, ist dieser natürlich wesentlich kleiner geworden und auch dementsprechend leichter. Wir haben mit einem neuen Magnesiumgehäuse den Motor um 48% kleiner und um 25% leichter machen können. Dieser wiegt quasi nur noch 2,9 Kilo Okay. und ist dementsprechend 900 Gramm leichter als Ja. dieser Motor. Aktuell noch 75 Newtonmeter und aber mit einem Software-Update können die Kunden auch rückwärtskompatibel, also auf alle Räder, die ihr bisher auch schon verkauft habt, den Motor auf 85 Newtonmeter upgraden. Wir haben auch die Software etwas angepasst, also quasi die Unterstützungsmodi. Es gibt weiterhin 4 Unterstützungsmodi, also von Öko, Tour, EMTB-Modus und Turbo-Modus, wobei der EMTB-Modus alles zwischen Sport- und Turbo-Modus abdeckt. Dort hast du jetzt neu bis 340% Unterstützung. Und mit dem 85 Newtonmeter Update könnt ihr quasi gerade unten raus einfach noch ein bisschen mehr Power haben. Gerade bei niedrigen Trittfrequenzen, also alles was sich zwischen 40 und 60 Trittfrequenz ist, hat man quasi einfach noch mal ein bisschen mehr Push. Hauptaugenmerk bei der neuen Entwicklung von dem neuen Motor war auch, den so zu bauen, dass quasi die Hersteller wirklich natürliche Mountainbikes herstellen konnten. Du siehst jetzt hier bei dem alten Motor ist hier etwas mehr Platz zwischen Achse und quasi Motoraufhängung. Und bei dem neuen Motor sieht man jetzt hier einfach, dass da quasi fast kein Platz mehr ist. Okay, das heißt, der Hinterbau kann entsprechend kompakter gemacht werden. Genau, genau. Und wir können jetzt wirklich, sage ich mal, normale Mountainbike-Geometrien Ja. verbauen. Wie viel macht das ungefähr aus? Das macht 30 mm weniger. Okay. Also die Hersteller haben die Möglichkeit, 30 mm weniger Kettenstreben zu verbauen und dort einfach viel natürlicheres Fahrgefühl zu entwickeln. Kommt man ein bisschen weg von dem Sattelschlepper-Feeling. Genau, richtig. Ja, es fährt sich auch, also alle, die das mal probiert haben, Ja. wirst du ja auch selber sehen, Na klar. jetzt beim Probefahren, wirst du merken, dass es sich auf einmal fährt wie ein normales Mountainbike. Zum Motor gibt es natürlich auch, oder zu der Leistung, die Kapazität, hat sich am Akku auch was geändert? Genau, dafür habe ich euch auch einen anderen Akku mitgebracht. Es gibt seit diesem Jahr, also 2020, auch einen neuen PowerTube 625. Dieser hat einfach 125 Wattstunden mehr als der alte 500er, wie der Name schon sagt. Ihr habt jetzt ebenfalls die Möglichkeit, auch bei manchen Rädern von diversen Herstellern, wie zum Beispiel hier bei dem Scott, ein Dual-Badrad rauszumachen. Was bedeutet das? Ihr könnt quasi hier eine Adapterschiene aufschrauben und dort quasi noch einen zweiten Powerpack 500 draufschrauben. Okay. Und damit habt ihr dann 1125 Wattstunden am Fahrrad. Das klingt nach einer schönen Tagestour, oder? Genau, richtig. Also gerade die Alpencross machen wollen oder wirklich, sag mal, lange Touren fahren wollen, auch mit Gepäck, ist natürlich das sehr sinnvoll, dies abzugraden. Wäre auch möglich, zum Beispiel bei Lastenrädern 2 von diesen 625er einzubauen und damit hätte man dann 1250 Wattstunden. Also aktuell das Maximum, was es auf dem Markt gibt. Ja. Beim alten Motor war es so, kenne ich es noch, wenn du über die 25 gekommen bist oder einfach mal die Unterstützung ausgeschalten hast, hattest du immer den kleinen Widerstand, gegen den man getreten hat. Habt ihr das abgeschafft, oder? Genau, das haben wir natürlich abgeschafft. Das ist richtig, das wurde immer öfter bemängelt bei unseren alten Motoren, dass man quasi, wenn man über die 25 kommt oder halt auch mal den Motor ausmacht, dass man immer so einen leichten Widerstand hatte vom inneren Getriebe. Das haben wir komplett eliminiert. Die Antriebsachse und das Antriebsritzel, was jetzt quasi ähnlich groß ist wie beim normalen Rad, wird quasi komplett entkoppelt durch einen stirnverzahnten Freilauf, der drin ist. Okay. Man hört das auch so rattern, kennt man von Schweizer Narben. Und die entkoppeln quasi komplett das Getriebe von dem Antriebsstrang, den du am Fahrrad hast. Das heißt, wenn du wirklich drüber bist über die 25 oder Der Akku mal alle ist. der Akku mal alle ist, was wahrscheinlich nicht möglich ist bei den Möglichkeiten, aber kannst du quasi auch komplett wie ein normales Fahrrad treten. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Teile gesprochen, die man so beim Fahren jetzt eigentlich nicht sieht. Was man aber direkt vor Augen hat, ist das Kiox-Display. Das habt ihr seit letztem Jahr auch mit da. Was gibt es da eigentlich so Neues? Genau, also das Kiox, ich nehme es mal ganz kurz, ist ja seit diesem Jahr mit dem Telefon verbindbar.
über Okay. die E-Bike Connect App. Dort kannst du quasi alle deine Touren aufzeichnen, welche aber auf dem Telefon aufgezeichnet werden und dann mit Komoot-Teilen oder bei uns ins Portal laden, in dein eigenes Portal. Dort hast du dann keine Datenstreuung sozusagen. Und Mitte des Jahres oder jetzt mit dem neuen Update für das Kiosk kannst du auch eine Routing-Navigation machen. Über dein Telefon, genauso mit der App. Dort erstellst du quasi eine Route und hast dort dann quasi einfach eine Tournavigation. Das heißt, du hast einen Strich, wo du lang fährst. Ja. Kennt man von vielen anderen Devices oder anderen Navigationsgeräten. Ist kein komplettes Navigationsgerät, sondern einfach zur Unterstützung. Zusätzlich habt ihr jetzt die Möglichkeit, individuelle Screens euch zu erstellen. Bisher war es ja immer vorgegeben, dass man sagt, okay, ich habe Trittfrequenz und Leistung und manche wollen aber ihre Leistung sehen und die Geschwindigkeit und das kannst du quasi jetzt auch individuell anpassen. Okay, also kann man sich quasi seine Ansichten so ein bisschen bauen, wie man es halt gerade Genau. braucht. Und für alle, die komplett connected sein wollen, also einfach ohne ihr Handy nicht leben können, für die haben wir dann jetzt noch neu den Smartphone Hub. Die haben wir jetzt leider nicht hier, aber gibt es bei euch im Shop. Und dort kann man quasi direkt das Telefon auf den Lenker machen und damit fahren. Wenn es ihm zu gefährlich ist oder wenn es euch zu gefährlich ist, könnt ihr es auch einfach in die Hosentasche stecken und trotzdem die komplette Aufzeichnung und alles nutzen. Das ist dann für die, die quasi das Telefon immer im Blick haben wollen. Vielen Dank an dich, Alex. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch ein bisschen Licht in die Thematik E-Mobilität und die Motoren von Bosch gebracht. Und solltet ihr doch noch Fragen haben, dann schreibt uns einfach in die Kommentare. Wir versuchen es natürlich so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Flo und Alex, ciao. ciao.